ich wollte euch kurz ein Update geben, und zwar ist die Lampe endlich angekommen, also diese Scherenlampe, die man da oben sieht. Ich bin richtig happy mit der, weil die den Platz richtig gut, beziehungsweise die Lücken richtig gut füllt. Jetzt ist mein Setup eigentlich fast so perfekt. Eigentlich wollte ich die Lampe so rumhängen, dass der Schirm quasi nach unten zeigt und dass der Schirm drauf sitzt. Das geht leider nicht, das wusste ich vorher nicht, weil man braucht dafür ein extra Gestell. Das habe ich mir jetzt auch bestellt. Ich finde es ein bisschen doof, weil man die Lampe quasi zweimal bestellen kann. Einmal mit einem Schirm, der nach unten zeigt und einmal nach oben zeigt. Wobei der Schirm der identische ist. Es ist nur der Unterschied, dass man dann quasi hier so ein Teil dazu extra hat, was halt so dann ist, anstatt andersrum. Ja, das ist ein bisschen doof. Die Lampe war auch nicht günstig. Ich glaube, die hat so 150 € gekostet. Aus Dänemark, also Kopenhagen. Und ja, ich bin auch richtig happy mit der. Ich mache die gleich mal an. Ich wollte die eigentlich neben meinem Bett hängen haben und dann quasi nach unten zeigen. Ich zeige euch aber auch mal ein Inspo-Bild, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und wenn ich dann ausziehe und hoffentlich keine Schrägen haben werde in meinem Schlafzimmer, dann werde ich die auch neben meinem Bett über meinem Nachttisch quasi positionieren. So sieht die Lampe aus, wenn die an ist. Ja, ich finde es richtig, ich finde, das ist so ein goldenes, leichtes, schönes Licht, was irgendwie auch perfekt für die Augen ist, wenn ich am Laptop da oder beziehungsweise am PC sitze. Ich habe tatsächlich auch eine neue Bettwäsche, wie man sieht. Die ist von Ikea. Die soll eigentlich gelb-weiß sein, aber irgendwie ist sie so hellbraun-weiß, beziehungsweise Karamell. Oder leicht gräulich, aber ich bin trotzdem mega happy mit der und yes. Spürst du das? Das reicht nicht aus, das ist immer so. Ja, so war das, ne?
Ich sehe das leider gar nicht. Nee, es kommt jetzt hier bitte so mehr drehen. Nein, ja. Ja, das ist es. Okay, Slack. Ich wollte mal ein bisschen reden, was so die Woche passiert ist und über ein Thema reden, wozu ich einen Kommentar bekommen habe. Ich finde das Setup eigentlich ganz cool. Ich wünschte, ich hätte irgendwie so ein Ansteckmikro, dass dass die Qualität einfach besser ist. Ich filme gerade auf meinem Camcorder, den ich wiedergefunden habe. Ich glaube, ich habe den das letzte Mal im März oder so benutzt. Weil ich einfach nie wusste, wo der ist. Der war irgendwie voll verschwunden. Jetzt habe ich den beim Renovieren wiedergefunden tatsächlich, weswegen ich auch dieses Video primär mit dem Camcorder filmen wollte, weil ich einfach finde, das hat so einen cozy Vibe oder so eine heimische Atmosphäre. Anyways, ich finde für die Zukunft voll cool, wenn ich jetzt so quasi so ein Setup habe wie hier mein Bett, weil mich zum Beispiel ein Kommentar zu einem Thema erreicht, dass ich wie so ein Mini-Podcast darüber reden kann, also jetzt nicht länger als so 10 Minuten und das halt als Teil eines jeden Vlogs einbauen kann. Das fände ich eigentlich ganz cool. Genau, und ich lese den Kommentar mal am besten vor direkt. Hier steht: Wie geht's dir mit dem Thema Ausziehen? Weil du ja meintest, dass du eine Wohnung suchst. Ich ziehe bald aus und es fällt mir so schwer und irgendwie sträubt sich alles in mir dagegen. Also das Thema von zu Hause ausziehen. An die Leute, die schon ausgezogen sind oder vorhaben auszuziehen, also generell an alle, die das sehen, ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es würde mich brennend interessieren, was ihr dazu denkt oder was ihr davon haltet oder was so euer Gedankengut dazu ist. Bei mir ist es halt so, es ist ein interner Prozess gewesen. Also früher, als ich so, 15, 16 war, wollte ich halt nie ausziehen. Ich habe mich gar nicht damit befasst, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte halt so, okay, irgendwann ist das mal ein Thema. Weil ich einfach so erzogen worden bin, also so sehr nah und sehr liebevoll, was halt auch voll das Privileg ist, was sehr schade ist, dass viele das nicht erleben dürfen oder können. Deswegen, again, die Beweggründe für einen Auszug sind halt auch komplett unterschiedlich oder können unterschiedlich sein. Bei mir war das halt so, dass ich früher mal Angst hatte, so von meinen Eltern getrennt zu sein, dass denen nachher irgendwas passiert und dann bin ich nicht da und dann keine Ahnung. Dann war das so, dass ich ja in Düsseldorf angefangen habe zu studieren. Ich konnte nicht ausziehen, weil es einfach finanziell nicht drin war. Ich habe nicht so viel Geld nebenbei verdient, dass ich mir irgendwie eine Wohnung in Düsseldorf hätte leisten können. Und dann bin ich aber 2018 für ein Praktikum von meiner Uni halt nach Berlin gezogen für ein paar Monate. Lustigerweise war das gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also von dem Mindset jetzt her, dass ich so von meinen Eltern weg bin, für eine längere Zeit, und alleine bin. Ich hatte tatsächlich auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie so zwischenzeitlich nach Hause zu kommen oder irgendwie auch jeden Tag meinen Eltern zu schreiben oder was weiß ich. Das Einzige, was halt schade ist, mir ging es halt mental echt schlecht wegen einer anderen Sache, weswegen ich halt auch wieder umso zufriedener war, dass ich irgendwann hier wieder zu Hause war. Und dann habe ich 2020 meine schulische Ausbildung beendet. Ich wollte eigentlich 2020 halt ausziehen, aber dann kam Corona und dann war das wieder so, here we go again. Ich habe mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt extrem nach Sicherheit und Stabilität gesehen, weil das halt einfach so surreal war, was so draußen passiert, wie die Welt so stillsteht gefühlt. Ich habe auch generell irgendwie das Gefühl, dass seit dieser Jahre, also die letzten 3 Jahre, wie so eine Simulation waren. Also ich fühle mich 3 Jahre jünger als ich bin. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber bei mir ist es so. Hab dann halt meinen Bachelor weitergemacht. Das war aber alles digital. Also es war an der Universität in Wales. Das war so eine Partneruni. War aber halt alles online, also von zu Hause aus. Hab dann auch angefangen zu arbeiten, Teilzeit in Köln. Das hat aber nicht alles gepasst. Also ich wollte mich dann halt auf den Bachelor oder auf die Bachelorarbeit fokussieren. Und jetzt ist es so, dass wir dann letztes Jahr habe ich dann mein Zeugnis auch bekommen und habe ja dann auch den Kanal gegründet und seitdem rede ich ja quasi davon auszuziehen. Das Ding ist halt, ich würde halt, wenn man mich jetzt fragen würde, wie meine Idealwelt aussehen würde, ich würde halt gerne eigentlich nach Barcelona ziehen.
Das ist halt sehr schwierig, vor allem für den Anfang. Berlin wäre halt auch cool, einfach weil ich da von dem Arbeitsmarkt halt viele Stellen hätte, die zu meinem Studium passen und der Markt halt auch offen ist, was halt Teilzeit und sowas angeht. Und ich habe halt ein paar Freunde in Berlin und fühle mich da auch wohl. Der Wohnungsmarkt ist halt sehr katastrophal. Ich glaube, ja, das muss ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß jeder. Genau, und dann habe ich halt überlegt, vielleicht ist Düsseldorf halt auch eine coole Option. Da ist es so, in Düsseldorf findet man leichter eine Wohnung als in Berlin. Das Problem ist nur, dass ich da halt mit den Stellenangeboten nicht so zufrieden bin, beziehungsweise es halt nicht immer so passt. Es ist sehr schwierig, eine Stelle zu finden, die zu dem passt, was ich studiert habe, wo ich mich auch irgendwie wohlfühle. Um zurückzukommen auf die Frage, wie ich damit umgehe. Bei mir ist es halt so gewesen, ich glaube, das sieht halt auch für jede Person unterschiedlich aus, dass ein interner Prozess stattgefunden hat, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich aus meiner Komfortzone, also meinen 4 Wänden jetzt hier in meinem Elternhaus, einfach herausgewachsen bin. Ob das jetzt durch Therapie war oder halt durch so Umzüge oder was weiß ich. Ich glaube, das merkt man halt einfach irgendwann so bis hierhin und nicht weiter. Ich merke halt momentan eher, was mir meine Komfortzone nimmt, anstatt was die mir gibt. Ich brauche einfach meine Privatsphäre, meine eigenen 4 Wände und nicht nur auf ein Zimmer beschränkt. Deswegen wäre eine WG auch nichts für mich, sondern auch eine ganze Wohnung. Und hinzu kommt halt auch, das würde ich halt anderen Personen jetzt empfehlen oder hier der Person, die den Kommentar verfasst hat. Ich glaube, es sind halt einfach so 3 Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Halt einmal dieser Prozess oder dieser Klickmoment, wo man einfach denkt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das kann halt weder durch Therapie passieren oder was weiß ich. Aber ich glaube, man merkt das einfach. Und das Zweite ist, dass man sich so ein bisschen den Druck rausnehmen sollte, dass falls man jetzt ausziehen sollte und man dann irgendwie wieder zurückzieht, dass man sich irgendwie nicht direkt runtermacht und sich als Failure oder so beschreibt, sondern vielleicht hat man einfach daraus gelernt, dass man weniger weiter wegziehen möchte oder dass man vielleicht sogar doch weiter wegziehen möchte oder was weiß ich, welche Rahmenbedingungen es da gibt. Und das Dritte ist halt einfach dieses Gefühl, dass man einfach nicht drüber nachdenkt, was andere über einen denken. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich meine Ängste auf andere Leute projiziere. Also, dass ich selber denke, Leute würden die ganze Zeit sagen, hey, warum wohnst du noch zu Hause? Oder warum wohnst du wieder zu Hause? Wenngleich mich das noch kein Mensch gefragt hat. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es Kulturen, wo die Kinder bei den Eltern bleiben und sich dann irgendwann um die Eltern kümmern. Also das ist halt komplett individuell zu betrachten. Und es geht auch keine andere Person was an. Deswegen, falls ihr irgendwie denkt, ihr müsstet irgendwie ausziehen oder was weiß ich, weil ihr so Druck habt von außen, dass ihr einfach nicht so drüber nachdenkt, was andere von euch denken. Ich glaube, das ist halt sehr essentiell bei dem Thema. That's it.